Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Datenhaltung in Java. Ja, was wir das letzte Mal gemacht haben, beziehungsweise die Male davor, ist, wir haben uns eine Datenbank aufgeschrieben, in der hat es Rechnungen drin und IDs von Kunden und dann natürlich noch eine zweite Tabelle mit Kunden drin, die Vorname, Nachname, Straße und so weiter und so fort haben. Ähm, ja, und hier haben wir schon ein paar Funktionen implementiert, nämlich zum Beispiel hier diese Execute SQL, die uns einfach ein SQL-Statement ausführt. Wir können Kunden einfügen, wir können einen Kauf veranlassen, allerdings mit der Kunden-ID erstmal. Und jetzt haben wir hier noch die Funktion, eben eine Kunden-ID durch einen Vor- und einen Nachnamen zu bekommen. Und hier haben wir dann unsere Main, ähm, die aktuell einen Kunden, ja, eine Zahlung einfügt und danach alle Zahlungen ausgibt. So, und was wir jetzt machen wollen, wir wollen eine Funktion schreiben, die uns alle Zahlungen ausgibt. Deswegen packe ich hier mal so einen Javadoc-Kommentar hin. Die habe ich nämlich hier mal eingefügt, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher bleibt. Das sind hier am Anfang ein Slash, dann 2 Sterne. Und wenn man dann Enter drückt, dann wird automatisch alles eingefügt. Und hier schreibt man dann normalerweise hin, was das für eine Funktion ist und was die für Sachen kann. Also gibt alle Rechnungen mit Kunden aus. So, und das Besondere an der Methode wird jetzt, also ich meine, alle Rechnungen ausgeben, das ist ja tatsächlich total billig. Haben wir hier schon gemacht. Das wäre jetzt ein bisschen arm, wenn wir da einfach sagen würden, Select All from Rechnung. Da bräuchten wir ja keine Methode dafür. Ähm, aber was wir tatsächlich machen wollen, ist, wir wollen das Ganze über Joins zusammenführen, was wir ja schon in den SQL-Videos gemacht haben. Und deswegen werde ich jetzt hier mal eine Public Result Set wird das. Ups. Public Result Set ähm, get payments. So, und was wir hier nehmen an Parametern ist eigentlich gar nichts, denn wir wollen ja bloß alle Zahlungen hier ausgeben. So, und ja, jetzt sagen wir hier wieder, okay, wir kriegen ein Result Set, ähm, nämlich einfach über Execute SQL und ja, da können wir das dann tatsächlich schon machen. Also wir geben hier Return gleich mal zurück und dann sagen wir hier Execute SQL über, ja, ich mache es jetzt gerade ein bisschen schneller, denn ich möchte noch eine zweite Sache machen in dem Video. Ähm, noch eine zweite Funktion, denn die hier ist jetzt nicht wirklich so aufwendig. Okay, wir sagen einfach Return Execute SQL. So, und jetzt können wir uns überlegen, was wollen wir denn zurückgeben an Ergebnissen. Das heißt, wir wollen zunächst einmal, ja, wenn wir die Payments kriegen wollen, wollen wir dann die kompletten Kunden haben oder ähm, wollen wir nur einen Teil von dem Kunden haben? Also wir wollen ja eigentlich die ID von dem Kunden nicht unbedingt haben, denn die bringt uns ja nicht so viel aktuell gerade. Wir wollen eigentlich bloß den First Name haben und den Last Name. Und ja, dann können wir damit schon ein bisschen was anfangen. Wir können aber immer noch nicht so viel damit anfangen. Denn wir wissen ja noch nicht, was es für eine Rechnung war und wie viel da tatsächlich dann rausgekommen ist bei. Also wie viel der da gezahlt wurde. So, und deswegen sagen wir hier Select First Name, Select Last Name und wir sagen Select Betrage hieß es, glaube ich. Ja. So, from. So, und jetzt müssen wir überlegen. Wir wollen Joins realisieren und das ist das Große, was wir jetzt hier quasi neu machen, was ihr aus den SQL-Videos schon. Jetzt können wir uns überlegen, was für einen Join brauchen wir denn? Brauchen wir einen Outer Join oder brauchen wir einen Inner Join? Also wollen wir die Tabelle vergrößern, das heißt, wir wollen alles haben und wollen dann eventuell leere Stellen auffüllen oder wollen wir tatsächlich nur da was stehen haben, wo dann auch wirklich überall was steht? Ich denke, die Antwort dürfte recht eindeutig sein. Wir wollen natürlich nur die Kunden auch ausgeben, die tatsächlich einen offenen Betrag haben. Aber wir wollen dann natürlich, ja, wir wollen natürlich dann für alle Rechnungen den Kunden haben. Und deswegen sagen wir hier, wir selecten from Customers. Ich glaube, die Tabelle hieß sogar Customer. Ähm, und wir sagen inner join. Wir können es uns einfach mal angucken und wenn was nicht stimmt, dann können wir es ja abändern. So, inner join Rechnung. Jetzt muss ich kurz gucken, wie hieß denn unsere ja, Rechnung hieß sie. Ich habe mit den Namen, habe ich es irgendwie gerade nicht so. Inner join Rechnung.
Ähm, so, und jetzt sage ich hier einfach mal, ich mache ein Enter und dann wird es automatisch hier dazu addiert. Also das macht Eclipse für mich. So, und deswegen machen wir das hier auch mal. Inner Join, so, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. So, Inner Join Rechnung on. Und wo wollen wir das drauf joinen? Naja, wir wollen Customer.id wollen wir gleichsetzen mit der Rechnung.customer.id. Und ordnen wollen wir das Ganze nicht, das heißt, wir sind hier theoretisch schon fertig. Und jetzt wollen wir hier einfach mal sagen, ähm, wir gehen hierher und sagen m.getPayments fertig. Und dann wollen wir natürlich das Ergebnis auch ausgeben. So, ja, das hier wollen wir jetzt nicht mehr haben, weil wir haben ja genug Kunden und Rechnungen gerade eingefügt, sondern wir wollen jetzt das einfach alles mal so ausführen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze an, sehen, wir haben einen Fehler und können uns überlegen, ja, okay, woran es liegt. Ich habe mich verschrieben. Ähm, Rechnungen? Okay. Dann schauen wir mal, wo ich mich da so krass verschrieben habe. Ja, hier war es nicht. Hier muss es gewesen sein. Rechnungen. Ach so, ich habe hier kein Leerzeichen reingehauen. Ja, okay, Rechnungen gibt es also nicht. Macht ja irgendwie schon Sinn. So, und jetzt haben wir hier wunderbar alles rausgekriegt, was wir wollten. Nämlich wir haben Sylvia Smith hat eingekauft für 50 und John Smith hat eingekauft für 50 und so weiter und so fort, bis wir hier unten beim Herrn Nobody sind, der einige Male für 25 was eingetragen hat und ja, spannenderweise seinen Nachnamen nicht eingetragen hat. Der kommt uns doch gleich mal suspekt vor, nicht wahr? Gut. Das war die eine Methode, die ich diesmal mit euch schreiben wollte. Die andere Methode hat was mit dem Kaufen hier zu tun. Auch nichts Besonderes, eigentlich bloß die Verbindung, die wir das letzte Mal schon hergestellt hatten, nur noch halt miteinander verknüpft. Und zwar haben wir hier eine Buy-Methode, die aber die Custom-ID und den Betrag braucht. So, und jetzt wollen wir die hier einfach mal überschreiben. Ähm, Public Void Buy. Upsala. Ich habe es heute nicht so mit dem Schreiben. So, und hier muss jetzt, hier muss kein Name rein, der Name rein und nicht die ID. Ich kopiere das hier deswegen gerade mal. Und natürlich der Betrag, der bleibt gleich. So, und das ist natürlich was man in der Praxis tatsächlich sehr, sehr oft braucht, denn man möchte hier mehrere Möglichkeiten haben, auf diese Funktion hier zuzugreifen. Nämlich mit der Custom ID, falls wir die schon wissen, irgendwoher, sei es keine Ahnung woher. Und natürlich den Betrag brauchen wir jedes Mal, aber wir wollen natürlich dann auch hier mit dem Vor- und Nachnamen einen Kauf tätigen können, da wir davon ausgehen, dass jeder Vorname und Nachname unique ist. Gut, was wir hier machen, ist ganz einfach. Wir rufen die this.by-Methode auf, die einfach die Custom-ID benutzt, indem wir dann sagen this.getCustomer-ID über Vorname und Nachname und hier hinten sagen wir dann einfach noch Betrag. So, ja, das hier throat jetzt eine Exception, das machen wir hier einfach auch wieder. Das können wir ja so machen, ist kein Problem. Falls ihr noch Videos zu Exception Handling braucht, dann sagt mir das, dann mache ich da tatsächlich noch welche dazu. Ist mir gerade aufgefallen, habe ich noch nicht gemacht. Okay. Ja, und das war's auch schon mit der Methode. Die ruft jetzt einfach, also die ist quasi einfach hier Override und wir rufen intern diese Methode auf, die uns die Custom ID gibt und dann rufen wir diese Methode auf. Und so passiert es tatsächlich sehr, sehr häufig. Ja, und jetzt noch das Javadoc dazu schreiben, damit das Ganze schön ordentlich bleibt. Hier sehen wir, ich erkläre euch kurz noch das Javadoc, da mache ich, wenn ihr wollt, auch noch Videos dazu. Für die, die es nicht kennen. Param First Name, da gibt man hinten dran normalerweise an, was der First Name ist. Ich glaube, in dem Fall können wir uns das sparen. Throws SQL Exception gibt man dann noch an, wann diese SQL Exception geschmissen wird. Das dürfte aber wohl auch klar sein. SQL Exception fliegt immer dann, wenn was schief gehen kann. Und der Betrag und der Nachname sind auch recht klar, deswegen lösche ich das hier mal. Und hier ist die Beschreibung dann von der Methode. Das ist natürlich dieselbe wie die hier unten, nur dass wir andere Parameter haben. So, ja, und das war's dann auch schon, was ich euch diesmal zeigen wollte, nämlich hier alle Rechnungen ausgeben, wenn wir
das Ganze mit Joins machen und eine übergeschriebene Methode mit anderen Parametern, die uns einen Kauf einfügt. So, und ja, das war's für dieses Mal. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich sonst noch reinbringen könnte, dann schreibt mir die. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.